Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte, Folge 35. Bitte lasst mich gehen. Ich will nicht sterben. Ich flehe euch an. Es ist jetzt zu spät. Ich werde dir nicht vergeben. Du hast mir das Herz gebrochen. Ich werde dir das nie verzeihen. Du hast mein Leben ruiniert. Oh Gott, sie ist tot. Sie atmet nicht. Warum hast du sie getötet? Ich muss dich jetzt festnehmen. Du wirst im Gefängnis bleiben. Du kannst mich verhaften, Boss. Ich habe mein Leben ruiniert. Gott sei Dank ist Sophie tot. Sie hat alle ausgenutzt. Ich muss jetzt meinen Sohn treffen. Lena kann mich nicht aufhalten. Matteo ruft mich an. Ich werde ihm alles erzählen. Hallo, Boss. Ich kann gerade nicht mit dir sprechen. Was meinst du? Ich möchte dich treffen. Wo bist du? Du solltest im Büro sein. Es tut mir leid, Chef. Ich kann dich nicht treffen. Ich möchte dir etwas sagen. Lena war meine Ex-Frau. Sem ist mein Sohn. Ich werde ihn treffen. Ich möchte meinen Sohn umarmen. Ich werde später mit dir sprechen. Hallo, Alex. Bitte hör mir zu. Du kannst ihn nicht treffen. Hörst du mich? Matteo. Wo ist er? Was hat er gesagt? Er wird Sam treffen. Wir müssen nach Hause gehen. Was machst du hier? Wo ist Lenas Sohn? Ich möchte ihn treffen. Warum willst du ihn treffen? Das ist großartig. Ich werde ihn nicht aufhalten. Er wird Lenas Leben ruinieren. Ich werde Matteo heiraten. Ich werde für den Rest meines Lebens in diesem Haus bleiben. Dummer Alex, ich bin Amanda. Er hat mich nicht erkannt. Oh Gott, wer ist sie? Wer ist Amanda? Ich muss Matteo anrufen. Hier stimmt etwas nicht. Sie ist kein gutes Mädchen. Hallo Matteo, wo bist du? Du musst nach Hause kommen. Das Mädchen ist Amanda, unsere Haushälterin. Alex ist auch hier. Was ist los? Bitte komm bald nach Hause. Es tut mir so leid, mein Sohn. Ich wusste nichts von dir.
Ich bin ein schlechter Vater. Ich habe deine Mutter rausgeworfen. Töchter sind auch ein Segen. Du bist mein Sohn. Bitte verzeih mir. Deine Mutter ist eine gute Frau. Ich möchte dir etwas sagen. Ich liebe dich sehr, mein Sohn. Ich werde dich immer lieben. Ich kann in diesem Hotel nicht bleiben. Ich muss einen Job finden. Das ist nicht mein Geld. Ich werde es nicht benutzen. Oh Gott, hilf mir. Hey Mädchen, was machst du mitten auf dieser Straße? Bitte geh zur Seite. Wir müssen nach Hause gehen. Es ist ein Notfall. Es tut mir sehr leid. Ich wollte dich nicht stören. Warte einen Moment. Ich kenne sie. Sie ist Mia. Ich kenne ihre Familie. Ich habe auch in diesem Dorf gelebt. Was? Woher kennst du mich? Ich kenne dich nicht. Deine Mutter war eine gute Frau. Sie war meine Freundin. Sie ist gestorben. Dein Vater hat wieder geheiratet. Er war auch ein guter Mensch. Er ist ebenfalls gestorben. Übrigens, was machst du hier? Wo ist deine Stiefmutter? Ich bin ganz allein in dieser Welt. Ich habe mein Zuhause verlassen. Ich werde nicht ins Dorf zurückkehren. Wir müssen nach Hause gehen. Alex wird meinen Sohn mitnehmen. Amanda ist auch dort. Mama hat mir von Amanda erzählt. Unsere Haushälterin ist Amanda. Was? Amanda war Alex' Freundin. Er hat mich für sie verlassen. Das bedeutet, dass das Mädchen Amanda ist. Sie hat uns getäuscht. Oh Gott. Wir müssen uns beeilen. Mia. Ich kann dich hier nicht lassen. Bitte komm mit uns. Wir werden später reden, okay? Danke. Chef, Gott sei Dank bist du hier. Dieser Mann nimmt dein Baby mit. Alex, das ist mein Baby. Du hast Lenas Leben ruiniert. Du hast sie verlassen. Du verdienst dieses Baby nicht. Du kannst nicht mehr in meiner Firma arbeiten. Geh sofort weg. Ich will dich nicht in meinem Haus sehen. Das ist mein Baby. Ich liebe ihn. Ich weiß, dass ich Lena Unrecht getan habe. Sie hätte mir von meinem Sohn erzählen sollen. Ich werde niemandem wehtun. Halt den Mund. Du hast uns verlassen. Das ist nur mein Baby. Du hast mich für Amanda verlassen. Sie hat dich benutzt. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie steht vor dir. Was?
Ist sie Amanda? Oh Gott! Wovon sprechen Sie, gnädige Frau? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.